Hallo, wir warten noch eine kurze Minute, dann geht's los. Schauen wir, dass alle die Zeit haben, auch wirklich beizutreten und dann fangen wir entspannt an. So, legen wir los. Servus zusammen. Willkommen zu unserer dritten Session der Speed-Webinare, die letzte für diesen Monat. Meine Kollegin Vanessa hat letzte Woche schon die dritte Session angesagt zur zweiten, aber es ist jetzt tatsächlich die dritte. Und nächste Woche wird mein Kollege Jerome Stockinger wieder zur gleichen Zeit, Donnerstag um 16 Uhr, loslegen. Bevor wir anfangen, uns mit unserem Thema zu beschäftigen, mit Kommunikationstechniken in Kundengesprächen, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Ben Bauer, bei Building Radar zuständig als Account Executive für Bayern und Österreich. Nehmen Sie sich gerne kurz Zeit, den QR-Code zu scannen, um sich direkt mit mir zu vernetzen. Wenn Sie während dem Webinar Fragen haben, gerne einfach stellen, die werden wir im Nachgang beantworten. Oder wenn es zu umfangreich wird, einfach mit mir per LinkedIn vernetzen und dann werden wir später drüber sprechen. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekündchen. So, worum geht es heute? Wir befassen uns im Wesentlichen mit dem Thema Kommunikation, genauer gesagt damit, wie man in einem Kundengespräch an die relevanten Infos kommt. Und dazu haben wir gleich eine erste Frage an Sie. Und zwar, ob Sie schon mal das Gefühl hatten, dass Sie in einem Kundengespräch einen Kunden nicht gewonnen haben oder gar verloren haben, weil Sie nicht alle relevanten Infos hatten. Ich gebe Ihnen gerne ein bisschen Zeit dafür. Es sind ein paar sehr zuversichtliche dabei, die das noch nie hatten. So, man kann sehen, dass ein Großteil der Leute, dass es denen ähnlich geht, wie es mir lange Zeit ging, dass sie nicht alle relevanten Informationen hatten und deswegen zum Beispiel einen Kunden nicht gewonnen oder gar verloren haben. Ich habe mich eher eine lange Zeit mit Kommunikation beschäftigt und damit, ob es auch darum geht, ob vielleicht die Person nicht alle Dinge sagen möchte, sondern ob ich vielleicht einfach nicht richtig gefragt habe. Und damit werden wir uns heute am meisten befassen. Bedeutet, erstmal schauen wir mal, welche Infos will ich überhaupt haben, um den Kunden am Ende für mich zu gewinnen. Und dann werden wir uns verschiedene Techniken ansehen, wie zum Beispiel, wie man Konjunktiv vermeidet, wie man sich ein Stück weit dümmer stellt, damit man einfach an die jeweiligen Antworten kommt. Die zwei Techniken Mirroring und negative Übertreibung, die sind sehr ähnlich. Und wie man Stille aushält, wie man auch schwierige Stolpersteine anspricht oder Dinge, die eher Schwächen Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung sind. Erste Frage ist so relativ einfach für uns erstmal gestellt. Welche Infos will ich eigentlich? Da werden die ersten von Ihnen sagen, na klar, ist doch relativ einfach. Ich will den als Kunden gewinnen. Jetzt möchte ich natürlich wissen, hat er überhaupt Geld, das zu bezahlen? Kann er es überhaupt entscheiden? Hat er einen Zeitrahmen? Aber es sind nicht alle Dinge, die wichtig sind. Die Dinge, die in zweiter Reihe kommen, glaube ich, sind wesentlicher. Und zwar hat er ein Compelling Event. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, hat einen Zeitrahmen, der wirklich durch irgendwas bestimmt wird. Das wäre zum Beispiel sowas, ein weiches Compelling-Event im Falle von Building Radar. Wir finden ja sehr frühzeitig Bauprojekte, damit die Kunden damit Umsätze generieren können. Wäre zum Beispiel ein weiches Compelling-Event, das Vertriebsteam vergrößert sich und sie brauchen neue Leads und Projekte. Was ein hartes Compelling-Event wäre, nach Corona jetzt zum Beispiel, der Umsatz ist krass eingebrochen und deswegen braucht das Unternehmen neue Projekte, um zum Beispiel nicht insolvent zu gehen. Und daraus lässt sich dann am Ende auch ein Business Case errechnen.
Was bedeutet, dass man relativ genau festmachen kann, welcher Umsatz ein Unternehmen entgeht oder welches Umsatzpotenzial noch darin schlummert. Sie sehen, in der Mitte fehlt eine kleine Lücke. Das ist deswegen, weil viele das eigentlich Offensichtlichste meistens außer Acht lassen. Und zwar, passt das Unternehmen eigentlich zu den Dingen, die ich am besten kann? Im Falle von Building Radar, wenn man das kurz mal anreißt, ist es im Wesentlichen, dass wir sehr frühzeitig mittels KI im Internet Bauprojekte finden. Frühzeitig bedeutet in dem Fall zum Beispiel bis zu 2 Jahre Vorausschreibung. Das heißt, es ist für alle Kunden spannend, die bereits irgendwie am Planer, Architekten, Investoren herantreten wollen oder müssen, weil sie ein sehr erklärungsbedürftiges oder kostspieliges Produkt haben. Wie kommen Sie jetzt daran, dass Sie sagen, okay, was ist eigentlich mein USP? Viele werden sagen, ja, okay, wir sind da sehr traditionell unterwegs, wir haben tolle Arbeitskräfte, aber das wird jeder ins Feld führen. Als USP ist für mich wirklich was gedacht, wo man sagt, okay, warum unterscheidet sich ein potenzieller Kunde wirklich für mich und nicht für einen meiner Marktbegleiter? Bei Building Radar haben wir schon einen dieser USPs angesprochen, zum Beispiel Frühzeitigkeit. Und ich würde jeden raten, bevor er sich überhaupt überlegt, was er seinen Kunden fragen möchte, sich selber die Frage zu beantworten und auch den richtigen Kunden auszuwählen, damit sie in ein Gespräch gehen, wo sie auch dorthin führen können. So, jetzt wissen wir, welche Infos wir eigentlich wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir eigentlich an diese Infos. Was ich sehr gerne mache, gleich zum Anfang des Gesprächs, ich weise darauf hin, dass ich Konjunktive gerne vermeiden möchte. Das bedeutet, ich bitte die Kunden darum, mit mir ein sehr offenes und direktes Gespräch zu führen. Es ist für mich völlig in Ordnung, wenn zu mir ein Kunde sagt, Herr Bauer, ich finde die Software kacke, oder Herr Bauer, ich finde die Software super. Das ist für mich völlig in Ordnung, solange ich klare Ansagen bekomme. Bedeutet für mich auch, dass ich eigentlich nur Ja und Nein akzeptiere und keine Konjunktive. Jeder von Ihnen kennt zum Beispiel so einen Satz wie, ja, wir könnten uns unter Umständen vorstellen, in näherer Zukunft mit Ihnen eine Partnerschaft einzugehen. Da waren jetzt so viele Konjunktive drin, dass ich nicht mehr weiß, ob ich es überhaupt tun möchte, ob nähere Zukunft 2025 ist für meinen Kunden. Ich habe kein Datum. Er könnte sich vorstellen, er kann sich nicht mal vorstellen, er könnte sich vorstellen, sowas möchte ich vermeiden und sage auch zu meinen Kunden, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir direkt miteinander sprechen. Das geht so weit, dass ich den Kunden vorher bitte, wenn er keinen Mehrwert sieht an irgendeiner Stelle, dass man aus Respekt vor beiderlei Zeit dann auch das Gespräch abbrechen würde. Für mich ist es besonders wichtig, dass ich ein Vertrauen schaffe, dass ich den Kunden zeige oder potenziellen Kunden zeige, dass ich ein verlässlicher Gesprächspartner bin und dass ich einen roten Faden habe, wie wir uns wieder zum Gespräch zurückfinden, sollten wir uns vergaloppieren. Das ist das Erste, was ich Ihnen raten würde in so einem Gespräch. Bitten Sie darum, dass Konjunktive vermieden werden, dass immer eine ehrliche Ansprache ist. Da gehört auch dazu, dass der Kunde mal sagt, das möchte ich nicht beantworten. Und dann merken Sie aber auch, okay, wie wichtig ist es und wie passend ist es, falls der Kunde Dinge nicht beantworten möchte. Und Sie merken, ob Sie mit dem richtigen Ansprechpartner sprechen, falls der Kunde irgendwelche Dinge nicht beantworten kann. Dann wäre eine passende Anschlussfrage zum Beispiel, okay, wer könnte das denn beantworten? Zweites Thema ist, stellen Sie sich dumm. Das klingt jetzt erstmal sehr plakativ. Was soll das eigentlich bedeuten? Das bedeutet am Ende eigentlich nur, dass Sie tiefer nachfragen sollen, selbst wenn Sie glauben, dass Sie es verstanden haben. Ich breche manchmal, was der Kunde sagt, nochmal einfach herunter und sage es mit meinen Worten und frage, habe ich das richtig verstanden? Er könnte sich einfach nur versprochen haben bei den 2 Wörtern Qualität und Quantität und ich bin schon völlig auf der falschen Fährte. Sie können es theoretisch auch verwenden, um irgendwelche Dinge zu verstärken. Zum Beispiel, wenn der Kunde irgendwie Interesse beteuert oder er merkt, okay, das ist Sie merken, das ist für den Kunden spannend, können Sie zum Beispiel sagen, helfen Sie mir an der Stelle nochmal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist es gut oder schlecht? Natürlich wissen Sie bereits, dass es gut ist, aber der Kunde würde nochmal in die Position kommen, Ihnen nochmal erklären zu müssen, warum das gut ist. Oder Sie fragen direkt danach und sagen, können Sie mir da nochmal vielleicht weiterhelfen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Was genau hilft Ihnen denn da? Was können Sie sich denn da vorstellen, wie Sie Building Radar da nutzen? Wenn Sie einfach tiefer nachfragen, und ich würde immer raten, so lange nachzufragen, bis Sie nicht mehr nachfragen können, solange es natürlich nicht unangenehm wird für den Kunden, wenn Sie 5-mal hintereinander warum fragen, würde ich mich immer einen Ticken naiver stellen, als ich tatsächlich bin, gerade bei Dingen, wo ich glaube, der Kunde hat Interesse, um ihm auch selber nochmal drauf zu stoßen.
Dafür gibt es auch zwei wunderschöne Techniken, die zwei Techniken Mirroring und negative Übertreibung. Letzteres hat nichts mit Negativität zu tun, sondern dass sie genau das, was der Kunde sagt, ins Gegenteil spiegeln. Wenn wir uns das erste ansehen, Mirroring oder Spiegeln, ist es relativ simpel, wann man das benutzt. Und zwar, wenn Sie glauben, Sie haben noch nicht alle Informationen erhalten oder der Kunde sehr wortkarg ist. Das bedeutet zum Beispiel in so einem Fall, wenn Ihr Kunde sagt, Ihr potenzieller, ach, mit der Automatisierung, das ist so eine Sache. Das hilft Ihnen überhaupt nicht weiter. Sie wissen nur, dass er vielleicht irgendein Problem hat, Sie wissen aber nicht welches. Und an der Stelle ist es charmanter, nicht direkt reinzubohren und zu sagen, okay, was fehlt denn ihm mit der Automatisierung, sondern einfach seine Aussage nochmal zurückzudrehen in die Frage. Zum Beispiel so eine Sache und Sie warten. Und während Sie warten, wird der Kunde versuchen, das besser zu erklären und sagt zum Beispiel, ja, wir müssen das automatisieren, wir müssen Stellen abbauen. Und Sie könnten weitermachen und könnten sagen, aha, Sie bauen Stellen ab, ich dachte, umsatztechnisch läuft es gut. Der Kunde könnte sagen, ja, natürlich läuft es gut, aber fürs nächste Jahr haben wir ein bisschen Einbruch. Und dann hätten Sie zum Beispiel wieder neue Informationen bekommen, dass Sie ihm für nächstes Jahr gesondert helfen können. Ähnlich funktioniert negative Übertreibung, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen noch mehr Informationen. Wenn ein Kunde vom Buildingradar zu uns zum Beispiel sagt, er wäre an Büroprojekten interessiert, sage ich schlicht, okay, Büroprojekte, das heißt, andere Kategorien sind nicht interessant für Sie. Oder wenn der Kunde zu uns sagt, er sucht in Bayern, dann sage ich, okay, wenn ich Ihnen ein Projekt in Berlin zeige, das perfekt auf Sie passt und was ein großes Bauvolumen hat, dann würden Sie sich nicht darauf bewerben. Eventuell sagt er doch, er hat sich nur noch nie Gedanken darüber gemacht oder dass Baden-Württemberg und Österreich angrenzend sind. Und so kriegen Sie mehr Informationen aus Ihrem potenziellen Kunden heraus und können sehen, wie diese Ihnen weiterhelfen. Eine weitere schöne Technik, die aber ein bisschen schwierig für uns Vertriebler ist, weil im Vertrieb ja üblicherweise Quasser, Strittmann und Dampfplauderer eingestellt werden, die sich sehr gerne reden hören, wo auch ich dazu gehöre, ist Stille aushalten. Und es ist immer dann, wenn es irgendwelche schwierigen Themen sind. Sie waren hundertprozentig schon mal in der Situation, wo ein Gespräch einfach in eine Stille abgedriftet ist. Nehmen wir einfach nur an, Sie sagen dem Kunden den Preis und dann muss er erst mal schlucken. Dann kann es schon mal bedeuten, dass er 30 Sekunden, vielleicht eine Minute nicht redet. Aber diese Stille müssen Sie aushalten. Kein Mensch kann gut Stille aushalten, manche können das mehr oder weniger. Und wenn Sie zum Beispiel eine Frage stellen, ist es sehr mächtig, wenn Sie zum Beispiel dem Kunden den Preis sagen und warten dann, wie er reagiert und nicht nervös hinterher sprechen, wird er Ihnen irgendwann sagen, ob das gut oder schlecht ist. Wenn Sie aber sagen, okay, passt der Preis für Sie, haut Sie das vom Stuhl und er antwortet nicht in 5 Sekunden und Sie werden nervös und sagen womöglich noch sowas wie, ja, wir haben auch Möglichkeiten, Ihnen Rabatt zu geben, dann haben Sie das Spiel eigentlich schon verloren. Im Wesentlichen ist es so, Sie werden in jedem Gespräch mal eine Situation haben, wo Sie Stille aushalten sollten oder müssen. Und dann probieren Sie es einfach beim nächsten Mal aus, selbst wenn es 50 Sekunden dauert und warten, bis die Information kommt, die Sie möchten. Letztes Thema zum Bereich Kommunikation, was eher meine persönliche Präferenz ist. Ich weiß, Kollegen von mir machen das nicht so. Ich weiß, andere wiederum machen es so. Das müssen Sie für sich entscheiden, ob das für Sie spannend ist. Und zwar, ich räume mögliche Probleme bereits aus dem Weg, bevor der Kunde sie anspricht. Da geht es zum Beispiel um Schwächen der Software. Jede Software hat Schwächen. Da geht es um Dinge, die Sie besonders schlecht können zum Beispiel. Und zwar sollten Sie glauben, dass der Kunde das anspricht, dann sprechen Sie das vorher an. Das hat einen Vorteil, dass das für Sie Vertrauen schafft. Das hat den Vorteil, dass der Kunde versteht, okay, Sie wollen ihm wirklich eine Lösung anbieten, Sie wollen wirklich eine faire Partnerschaft haben und Sie werden nicht davor überrascht, sondern Sie können sich darauf vorbereiten. Das wären zum Beispiel Beispiele für solche Situationen. Zum Beispiel würde ich sagen zum Kunden, bevor er mich nach dem Preis fragt, sich interessiert ja auch der Preis. Soll ich Ihnen da mal irgendwie eine kleine Range geben, wo Sie sich da befinden könnten? Oder wir haben zum Beispiel mit irgendwelchen Dingen ein Problem gehabt und ich sage, aus unserer Erfahrung wissen wir, dass bei dieser und jener Implementierung solche Schwierigkeiten auftreten könnten. Wie sehen Sie das bei Ihnen? Wie könnte das bei Ihnen sein? Und Ihr potenzieller Kunde wird in jedem Fall ein gutes Gefühl haben und Sie haben die Dinge, die ihm Schmerzen bereiten können, angesprochen, bevor er es kann. Und wenn Sie gegen Ende eines Gespräches kommen und Sie schon sich Richtung Vertragsverhandlung bewegen, können Sie auch einfach mal nur sagen, okay, für mich sieht es super aus, ich finde, in der Partnerschaft steht nichts im Wege. Steht denn aus Ihrer Sicht der Partnerschaft was im Wege?
Und dann könnte auch nur irgendwas kommen, wie zum Beispiel, ja, wir müssen erst durch den Einkauf oder wir müssen erst durch das Legal Department und das Rechtliche klären. Wir müssen uns mit ihren AGBs auseinandersetzen. Und durch so eine simple Frage, den Stolperstein anzusprechen, haben Sie schon sehr viel Information gewonnen. Bevor wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, welche Informationen wir eigentlich wollten und wie wir daran kommen können, hätte ich nochmal eine kurze Frage für Sie, was Sie jetzt auf den ersten Blick gesehen haben, welche dieser Techniken Ihnen womöglich am meisten hilft. So, die Teilnahme wird immer reger. Kristallisiert sich schon ein klarer Sieger heraus. (15 Sekunden geben wir Ihnen noch. Die Stille halte ich aus. Gut. Dann schauen wir mal, was wir sehen. Klarer Sieger, Konjunktive vermeiden, ist auch einer meiner Lieblinge, weil für mich einfach besonders wichtig ist im Vertrieb, dass ich klare Planbarkeit habe und dass ich ein vertrauensvolles Verhältnis schaffe. Und dieses vertrauensvolle Verhältnis wünsche ich mir natürlich auch von meinem Kunden. Und auch so, wie ich es gerade gesagt habe, spreche ich das an. Und deswegen möchte ich gerne Konjunktive vermeiden. Jetzt haben die Stolpersteine nicht so gut abgeschnitten und das Dummy aber auch nicht. Das sind einfach Dinge, die Sie mit einpflegen können. Sie können zum Beispiel irgendwo mal gucken, wie fühlt es sich an, wenn ich den Preis sehr früh anspreche. Sie können gucken, wie fühlt es sich an. Vielleicht ein kleines Beispiel aus dem Nähkästchen vom Building Radar. Wir sind immer sehr früh dran mit Meldungen. Dann kann es aber natürlich sein, in der ersten Zeitungsmeldung ist zum Beispiel der Architekt noch nicht genannt, sondern erst in einer späteren. Die Datentiefe entwickelt sich zum Beispiel erst. Und dann könnte ich meinem Kunden auch sagen, okay, wie können Sie damit umgehen, wenn Sie eine frühe Meldung haben und die Datentiefe entwickelt sich erst. Und das sind einfach Dinge, die mir dabei helfen, wirklich an relevante Infos zu kommen, den Kunden wirklich Lösungen zu geben. Wenn wir das jetzt gerade nochmal rekapitulieren, haben wir zum Beispiel zum Thema Budget, würde ich sagen, ist ganz klar eine Hilfe, den Stolperstein anzusprechen. Dann auch die Stille auszuhalten, wenn der Kunde das vielleicht nicht so lustig findet. Und am Ende vielleicht das mit Dummy abzurunden und sagen, ist es denn was Sie dieses Jahr noch kaufen wollten oder ist es denn schon budgetiert bei Ihnen? Und dann haben Sie eigentlich einen schönen Weg gefunden, wo der Kunde Ja oder Nein sagen kann, bevor Sie reinrauschen und sagen, ja, haben Sie da überhaupt Geld dafür? Ob der Kunde der Entscheider ist, mache ich mit einer ähnlichen Manier aus meinem täglichen Umgang und frage schlichtweg einfach, müssen wir denn für die Entscheidung noch jemand anderes mit ins Boot holen oder sind Sie derjenige, der das entscheidet? Und dann sagt der Kunde, ja, okay, das liegt bei mir. Wenn ich das Gefühl habe, es liegt nicht ganz bei ihm, hake ich nochmal nach und sage zum Beispiel sowas wie, okay, das bedeutet, wenn ich Ihnen einen Vertrag schicke, sind Sie auch der, der das unterschreibt. Wenn es nicht wäre, sondern zum Beispiel der Geschäftsführer oder eine zweite Person involviert ist, bitte ich darum, die auch mit in die Gespräche aufzunehmen. Wenn wir zum Zeitrahmen kommen, das ist erstmal sehr logisch, dass ich sage, okay, wann würden Sie denn am liebsten wollen, mit Building Radar zu starten? Dann sagen sehr viele, ja, so schnell wie möglich oder am besten gestern. Nur am besten gestern ist kein Datum. Und deswegen sage ich genau dieses, wissen Sie, so schnell wie möglich ist kein Datum. Und wir haben doch gesagt, wir wollen Konjunktive vermeiden. Können Sie mir sagen, ob Sie zum nächsten Monat starten könnten? Oder vielleicht noch härter, was wäre der zweitbeste Zeitpunkt? Oder gibt es den vielleicht gar nicht, weil irgendwas sehr wichtig ist, wie dort startet das ganze Vertriebsteam oder ein CRM-System wird eingeführt? Damit könnte ich ja fragen, ob der Kunde ein Compelling Event hat und sogar starten muss, was mich zum Beispiel eine viel bessere Verhandlungsbasis bringt. Nummer 5, der Business Case. Das ist weniger was man erfragt, sondern wo man den Kunden darauf hinführt und sagt dann zum Beispiel, okay, was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie diese Projekte nicht gewinnen? Oder was würde es für Sie bedeuten? Sie haben gerade zu mir gesagt, Sie wollen nächstes Jahr 3 Großprojekte mehr gewinnen. Wie groß ist ein Großprojekt? Gibt es da eine Zahl zu? Und dann könnte ich mit dem Kunden auch einen Business Case errechnen. Zu guter Letzt würde ich nochmal abklopfen, ob wir wirklich ein USP-Match haben, sprich, ob der Kunde wirklich von dieser Frühzeitigkeit profitiert. Und dann sollte ich in einem 30-Minuten-Gespräch eigentlich alle Informationen bekommen haben, die ich brauche, um mit diesem Kunden tatsächlich valide Gespräche zu führen. Jetzt wären wir schon am Ende unseres Webinars. Ich habe auch natürlich direkt überzogen, weil ich mich gern reden höre.
Und falls Sie Fragen haben, gerne noch jetzt, oder Sie haben sich wahrscheinlich alle schon per LinkedIn mit mir vernetzt und können mich gerne auch über LinkedIn fragen, oder unten ist jetzt noch mal kurz meine Telefonnummer eingeblendet und wir können gerne darüber quatschen, welche netten rhetorischen Techniken es denn noch gibt und vielleicht noch mal ein paar Beispiele vertiefen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche mit Jerome Stockinger.